Jetzt fangen wir mal ganz leise an, weil die schnellste Bierkiste der Welt, die macht genug Radau. Wir sind jetzt ein Stück weitergekommen. Ihr seht es, all die Teile hier. Es ist affengeil. Ihr könnt gespannt sein. Das gibt ein Video oben aus. Technisch, mechanisch, mit viel Ruck und Wumms. Bierkiste. Nicht einfach irgendeine, nein, die schnellste muss das geben, die allerschnellste. Ihr seht es bereits schon auf den ersten Blick. Ich habe mich leider für einen anderen Motor entscheiden, weil der ist einfach stärker und hat mehr Drehzahl. Und das ist genau das, was wir brauchen, die Drehzahl. Der Motor macht rund 16'000 Umdrehungen, wenn alles passt. Diese Rädchen hier haben einen Durchmesser von ca. 13 cm, 130 mm. Diese Rädchen, dass wir 100 km/h bringen, wir brauchen natürlich noch ein bisschen Spatzung, weil das Ziel sind ja 80. Aber ein bisschen Spatzung einrechnen ist immer gut. Drehen die Rädchen mit fast 4'500 Umdrehungen. Ich meine, das ist voll irr, oder? Das ist wirklich krank. 4'500 Umdrehungen macht das Scheissrädchen. Das heisst, es hat eigentlich nur eine Lösung gegeben. Die Rädchen, die müssen selber hergestellt werden. Da gibt es nichts, das nur annähernd verhebt. Vielen Dank, viele haben mir geschrieben. Der Wolfgang aus Deutschland, der ist natürlich sehr ein geiler Sieg. Der hat auch so eine Bierkiste gebaut mit einem ähnlichen Motor. Geht ab wie ein Zäpfchen. Das hier ist eigentlich die Essenz des Ganzen, weil das Rädchen hebt dich immer am Boden. Dann haben wir hier eine Grundplatte. Alles andere, was ich vorher gemacht habe, haben wir alles wieder verworfen, weil das war einfach alles Bullshit. Jetzt haben wir hier eine 5 mm Grundplatte. Die Hinterachse ist bereits montiert, ihr seht es, sowie auch der Zahnkranz. Das hier ist aus dem Kartbereich. Das ist ganz eine spezielle Teilung von der Kette. Da habe ich gedacht, gut, das kann man irgendwie anpassen. Absoluter Quatsch, kann man nicht anpassen. Das kleinste Zahnkränzchen, das ich gefunden habe, 7010. Ihr seht es, das ist grösser als das Rädchen, also geht nicht. Fort damit. Gut, dann bin ich auf die Suche gegangen, was nehmen wir für eine Kette, was nehmen wir für Zahnrädchen. Wir brauchen natürlich Rohling, dass wir die ganze Antriebsgeschichte anfertigen können. Habe ich dann schlussendlich für diese Teilung entschieden. Da hinten, das ist bereits schon drauf. Dann natürlich, da sehen Sie es, da ist die ganze Kupplungsglocke drauf mit dem Antriebsrädchen. Das ist jetzt der erste Prototyp. Wir werden es aber natürlich noch viel schöner machen, weil ihr seht, es ist einfach, man kommt da einfach nicht dazu zum schön schweissen. Und was noch dazu kommt, das ist die Lagerstelle, wo nachher da die Nadelbüchse drin läuft. Also das muss perfekt passen, weil sonst frisst das an. Oder? Könnt ihr euch das vorstellen, wenn das so schnell dreht. Also das ist in Arbeit. Sehr, sehr eine geile Geschichte natürlich. Die Hinterachse haben wir 2 fette Lagerböcke. Die Lagerböcke sind ausgelegt für 6'500 Umdrehungen. Also sind 4,5 absolut im Rahmen, wo man auch über längere Zeit fahren kann. Also, da wären wir jetzt beim Auspuff. Und beim Auspuff, das ist ja sehr, sehr ein heikles Teil beim Zweitakter. Also wir haben hier das Zeug natürlich schon mal auseinandergeschnitten. Da haben wir den Endtopf drin mit dem Konus, mit dem Gegenkonus. Dann haben wir hier das Volumen, das er muss haben, die Resonanzlänge. Das ist natürlich alles auf die Motoren abgestimmt. Den Motor kauft man immer mit dem Auspuff zusammen. Bei einem Kart ist das absolut kein Problem. Da hat man sinnlos Platz. Oder? Aber in die Holzkisten hinein geht das natürlich unmöglich. Das heisst, wir müssen irgendwie den ganzen Teil selber machen. Den will ich eigentlich beibehalten. Also das heisst, das muss irgendwie so muss das daher. Jetzt könnt ihr schon mal selber sehen, das ist natürlich eine Oberkatastrophe von da bis daher, die Verbindung zu machen. Jetzt haben wir aber schon Folgendes: Wir haben ein bisschen Karton gekauft. Das hier ist zum Beispiel unsere Resonanzlänge. Oder? Wir wissen die Resonanzlänge, die wir haben müssen. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Die dürfen natürlich ein bisschen variieren, 5 mm, ein Santi plus minus, verändert oben oder unten die Drehzahl oder das Verhalten. Also das wissen wir schon mal. Jetzt haben wir das natürlich angehebt. Das kommt gerade so arschknapp her. Dann haben wir natürlich angefangen, Schablonen zu machen, wie zum Beispiel die hier. Dass wir mal ungefähr eine Hausnummer haben, woher das gehen soll. Und natürlich haben wir auch dann noch Sachen aufgezeichnet, weil Durchmesser, das Volumen sollte ungefähr gleich sein. Das Drähtchen hier, das ist quasi unsere Nulllinie.
Diese Nulllinie müssen wir haben, dass alles in den Kisten rein ist, dass wir alles anbringen und dass wir die Resonanzlänge haben. Viele, die selber Mofa Rennen fahren, die selber Auspuff bauen, kennen das Problem nur allzu gut. Wie mache ich einen Radius mit dem richtigen Durchmesser? Der ganze Scheiß ist nicht geradlinig, es hat einen Radius und es ist noch konisch. Der Breu hat mir dann einen Tipp gegeben, gesagt, er mache das immer mit Spickeli. Spickeli schneiden und zusammenschweißen. Gut, dann habe ich da ein bisschen Karton geholt, habe ich angefangen, dort das Zeug zu schneiden und die Formen, die sind unglaublich. Das ist ja nicht einfach, man kann nicht einfach ein Dreieck schneiden oder irgendetwas. Nein, nein, das sind so ganz komische Wellenlinien, dass das nachher eben genau so etwas ergibt, oder? Nach irgendwie 2 Stunden habe ich fast überbissen und dachte, nein, leck mal Marsch, das ist ein hoher Scheissdreck. Und dann plötzlich sagt der Cyril, oder? Es gibt da ja noch die Technik mit dem Hydroformen, Wasser, mit Hochdruck. Gut, ich kann schauen, informiert, aha, Wasser, Hochdruck, genau. Hast du schon mal gesehen? Und jetzt? Jetzt haben wir das natürlich bereits schon mal getestet. Wir haben dann eine Schablone gemacht, haben die Schablone zusammengeklebt und geschaut, was da passiert. Also ihr seht es jetzt schon, das ist die Ursprungsform, darum haben wir hier die komischen Gipfel. Also das hat eine Version 1, eine Version 2 und Version 3 gegeben. Die Version 2 ist quasi fast die da, weil die Winkel und alles stimmt. Weil, wenn man natürlich das flach hat, da seht ihr, der Durchmesser ist viel zu gross. Und wenn es das natürlich nachher flach drückt, müssen wir mal schauen, was da passiert. Der Winkel verändert sich komplett. Aber wir kommen nachher da ein Volumen über. Jetzt will ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Wir haben 2 Versionen schon gemacht. Ich meine, das geht nicht aufs erste Mal. Jetzt ist der gute Kriegel draussen. Weil ich habe es dann mit Autogenschweissen probiert. Nachher habe ich es mit Tickschweissen probiert. Schön feine Nähtchen im Zickzack drüber abgezogen. Der Scheissdreck hat es die ganze Zeit verjagt. Und es ist auch nicht schön geworden. Jetzt haben wir ja einen Spengler im Haus. Der hat jetzt uns etwas gedänglert. Und was jetzt neu ist, wir löten das ganze Zeug löten. Weil das Löten ist unser neuer Schweiß. Keine Ahnung, ob es funktioniert. So haben wir es noch nie getestet. Ich bin aber sehr guter Dinge. Der Kriegel ist auch immer am Lachen, schon den ganzen Tag. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell raus. Kommt mit und erklärt euch den Kriegel noch ein bisschen mehr dazu. Hey! Schau jetzt! Schau jetzt! Der Muchli Maurus hat natürlich dort mit der Zange 0,75er Blech mit der Zange das Ganze gemacht, 90 Grad und Zeug. Und es hat immer neben dem Schweissdraht ist das Zeug gerissen, wenn es verjagt hat. Und jetzt, wenn wir ja einen, darum sind wir ja mehr als nicht einer. Einer hat die Idee, einer probiert es und der dritte macht es dann richtig, oder? Also heute können wir ein bisschen tängeln. Wir haben hier das 0,75er Blech. Da machen wir jetzt etwas Schönes. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Sachen gemacht. Ein dickes Metall mit einem schönen Radius geschliffen, dass wir das Material nicht verletzen. Und jetzt kann man das nämlich schön mit einem Aluminiumhammer, wichtig. Wenn man mit dem Stahlhammer auf Stahl haut, dann tut man es einfach nur treiben. Und so kann man es wirklich schön, nimmt das schön die Form an. Kann ich mal zeigen, oder? Ja, wunderbar. Schöner Radius, keine Kante drin. Wenn man es mit der Zange macht, gibt es eben, wie der Maurus gesagt hat, immer so schöne Kanten. Und so ist es schön fein, das sollte auch nicht reissen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das schön aussieht. Das einfach so einen kleinen Blechchen machen. Jetzt machen wir noch das Gegenstück. Also ich mache jetzt noch alles schön rundherum. Dann das Gegenstück. Das eine ist dann ein bisschen kleiner, dass ins andere nie geht. Und dann gehen wir runter löten. Und mal schauen, ob das verhebt. So, jetzt haben wir die 2 Teile. Und jetzt sollten die ineinander passen. Mal schauen. Ja. Ja, schau mal. So geil. Siehst du, die passen genau ineinander rein. Und jetzt kann man die eigentlich klemmen. Dann haben wir da so Klemmzängchen. Hast du gut gemacht? Hast du auch Freude? Ja, ich bin ich bin gespannt, ob es jetzt endlich mal funktioniert, oder? Vorne und hinten machen wir noch so einen Stutzen an, dass wir dann Wasser reinpumpen und die Luft ablassen, dass keine Luft hinein hat.
haben wir nämlich absolut affengeile Vorrichtung gebastelt. Weil da brauchen wir ja um die 100 Paar, vielleicht wenn es ganz dicht ist, 80. Irgendwo dort, also man braucht ordentlich Druck. Aber das ist ja genau das Geile, oder? Ja. Viel Druck. Viel Druck. Das ist so gut wie viel Schwarzpulver, viel Feuer. Einfach immer ein bisschen mehr. Also immer komm, viel. Also kommen wir runter. Gut, probieren wir das mal. Jetzt habe ich das noch ein bisschen sauber geputzt, dass es fettfrei ist. Ineinander drücken. Zack! Jetzt haben wir hier unsere geile Anlage. Jetzt müssen wir mal schauen. So etwas Schönes. Autogenanlage. Kann man schweissen und hart löten. Jetzt lösen wir mal hart löten. Dann haben wir hier Hartlot, Silberlot ist das, ummantelt mit Flussmittel, das schön läuft. Und jetzt probieren wir das einfach mal. Schön heizen. Ui. Dann wir das mal ein paar Orte punkten, dass es nicht zu fest verzieht. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie man wirklich richtig löten, geht ihr mal auf die Seite von Andis Funktionsbank. Der hat ein schönes Video gemacht. Und dann seht ihr genau, wie ihr das machen müsst. Wir können das eigentlich auch recht gut, finde ich. Kriegel. Ja, Geil. schau mal das an. Leck, bin ich gespannt. Hey, wenn das funktioniert. Nicht klopfen! Nicht klopfen. Ja, Entschuldigung. Das ist Feinblech, weißt du, da muss man ein bisschen aufpassen. Feinblech. Also, du Feinblecher. Wir haben noch Ja. anders zu, das geht ja noch einen Moment da. Ja, Das gibt noch ein bisschen zu, ich sehe das da, das verzieht und macht es. Du musst ein bisschen pöldern, ein bisschen löten. Das kannst du. Löten! Wir kommen Ja, ich wieder. gebe mir Mühe. Was steht denn hier? Aha, Kenne ich irgendwo. oh fies. Wenn wir jetzt in jedem Video darauf eingehen. Marc, solltest du noch Teile bestellen? Jetzt tue ich mal da die ganze Geschichte ein bisschen zusammenschrauben und dann sieht man schon ein bisschen mehr. Ich wollte eigentlich zuerst den Motor schiebbar machen, dass man Ketten spannen kann. Aber wenn das natürlich so dermaßen an dem Zeug reisst, ist man natürlich froh, wenn das möglichst fix ist. Jetzt habe ich mir richtig Mühe gegeben beim Anreissen und glücklicherweise habe ich das angebracht, dass man das genau mit dieser Kettenlänge hier drauf bringt. Also das heisst, man kann die Kette montieren und dann unten dran anschrauben. Dann hat man genau die richtige Kettenspanne und der Motor, der ist fix in diesen Löchern rein. Die sind nicht grösser, die Löcher gar nicht, das passt alles seidefein. Wenn die Kette laut werden sollte, dann hat sie sich ein bisschen gedehnt, dann wird sie kurzerhand einfach ersetzt. Der Motor, der hat normalerweise einen Elektrostart. Also ich habe den Motor schon recht angepasst. Es geht da wirklich um jeden Huren Millimeter. Das ist der Elektrostarter. Das muss ich noch rausnehmen, aber ich habe den Abzieher noch nicht für die Kupplung. Ist aber alles unterwegs. So wie auch da hinten, da war der E-Starter drin. Da habe ich natürlich alles abgeflext, was ich nicht irgendwie unbedingt gebraucht habe und habe den verschlossen mit einem Zapfen und einem O-Ring. Dann weiter haben wir da vorne, da haben wir natürlich nachher den Schutz mit den Zündspulen. Da habe ich auch den ganzen Krümper rausgeschnitten. Also ich habe an diversen Stellen habe ich etwas abschneiden und kürzen und anpassen, dass das Zeug passt. Genau auch wie das Gas. Das Gas sieht man jetzt, das ist jetzt nach oben betätigt. Das war vorher genau andersrum. Das Gas ist nach oben gegangen und die ganze Halterung war da unten, so wie da vorne. Und dann wäre uns das im Weg gekommen wegen der Lenkung. Jetzt sehen wir hier, da hat es auch noch so ein schwarzes Strichchen. Also das Teil muss jetzt noch ab. Das hätte ich fast vergessen. Jetzt hole ich schnell die Flex und dann kommt das weg. Ihr seht, das ist wirklich eine hure satte Geschichte hier.
ist ganz wichtig, wir haben hier unten gesehen, ich arbeite mit diesen Senkkopf-Ausscheiben. Da hinten, für die Hinterachse, muss ich es noch drehen. Das ist noch nicht passiert, die haben wir leider nicht im Haus, für M14. Aber die drehe ich mir dann noch, weil das Ziel ist, ca. 20 mm Bodenfreiheit. Einfach aus dem Grund, Schwerpunkt möglichst tief und natürlich auch Weilebar ist verboten. Also ich glaube, wenn man da mit der richtigen Drehzahl ist, so bei 6, 7, 8'000 und dann den Hahn auftut, dann wirst du das Kiste einfach unten vortatschen. Und weil wir keine Weilebar dürfen machen, habe ich mir überlegt, ganz wenig Bodenfreiheit. Und hinten, am hinteren Teil, kommt dann noch ein Teflonbalken her. Und der hat dann vielleicht noch 5 bis 10 mm Bodenfreiheit. Einfach, dass man, sobald die Kiste sich quasi so lupfen will, dass sie da quasi die Bodenfreiheit, also die Haftung verliert. Das ist ganz wichtig, weil wenn man da natürlich viel zu viel Bodenfreiheit hat, dann haut das Ding raus und dann machst du das Urli. Und das ist natürlich absolut zu vermeiden. Die Kettenspannung, die ist tipptopp so, sie hat ganz leichtes Spiel. Und wie gesagt, wenn sich die Kette zu fest dehnt, dann wird sie einfach ersetzt durch eine neue. Da ist, ja, ist gut, ist gut. Da haben wir etwas gebastelt. Auch wieder ein paar Drehteile dabei und alles. Wasser haben wir. Ich muss euch noch zeigen, ich habe das natürlich vorher schon mal ein bisschen probiert. Das sind hier die Hörner. Das war der Versuch Nummer 1. Mit 1 mm Blech. Autogen geschweißt. Man sieht da schön, es hat halt noch recht viel so Wülst drin und es hat einfach nicht recht funktioniert. Es war extrem undicht gewesen. Und da hat es am Schluss verjagt. Und die Form nicht ganz okay. Dann habe ich die Form ein bisschen angepasst. Man sieht es hier leicht. Das ist die zweite Version. Mit 0,75er Blech. Tick geschweißt. Hat viel besser funktioniert, aber leider immer noch ein bisschen wülst. Weil, es hat es auch da, wie man sieht, hat es dann verjagt. Neben dem Schweiß noch. Zuerst dann habe ich es dann wieder zugeklebt und dann neben dem Schweiß auf der anderen Seite. Und jetzt... Kriegel! Ja, ich komme ja. So geil. Ich bin gespannt, ich sage das. Aber ich glaube, es ist dicht. Ich habe jetzt nochmal so angeschaut. Hast du gelötet? Schön gelötet. Das ist herrlich. Ich würde sagen, Ich bin gespannt. Montage. Jetzt tun wir hier ein bisschen dichten. He? Schau, das machen wir als kleines Endli. Weil ganz wichtig ist natürlich, dass alle Luft draußen ist. Das ist heiß, Riegel. Ui, bin ich nervös, du. Oh! Jetzt wollte ich schauen, dass so etwas zu ist. Ja, ist schon gut. Warum? Ja. Hau dir dann wieder mal einen Kleber auf die Stirn. Jetzt machen wir hier mal auf. Auf! Ist immer gut. Also, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen füllen. Schon rostig. Die Luft dort oben, jetzt ist sie da. Also, ist noch verrückt. Das ist jetzt am Anfang nur mit reinem Wasserdruck. Also noch ohne Komprimieren. Siehst du, das ist verrückt, das ist jetzt nur mit Wasserdruck. Jetzt mal schauen. Schau, jetzt fängt das schon an. Und jetzt müsst ihr gut schauen, wie sich das hure gar nicht an, wie sich das so zusammenwirkt, oder? Ich weiss nicht, wie gut dass man es sieht. So vielleicht besser. Das ist jetzt nur mit Wasserdruck. Jetzt gibt es immer zuerst an die Kanten. Da wartet schön zusammen. Ja, genau. Wahnsinn. So, jetzt machen wir den Hahn voll auf. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier schon eine lustige Form. Aber, das ist natürlich noch nicht annähernd rund.
Weißt du, willst du das so da heben? Dann, Ja, ich sieht hebe man's ein schon, bisschen. natürlich. Oder? Ja, es ist Kann ich noch nur... einen Helm anlegen? Gut. Jetzt geht er wieder ein bisschen auf. Oh. Nein, jetzt ist da. Er ist schon verjagt. Immer am gleichen Ort. Nein, nicht immer. Der hat an einer anderen Stelle, aber der... Schau mal, aber ist gerissen, das Blech. Eben ist wieder das Blech, hä? Ja. Gott verdammt. Blub. Löten hat noch nicht funktioniert. Ja, nun. Das heisst, wir bleiben dran. Irgendwie finden wir die Lösung schon noch, ja? Das halt Leimen haben wir noch nicht gemacht. Leimen. Egal. Haben wir eine lustige Hörnli-Sammlung. Das ist auch etwas. Ich schätze etwa noch 2 Videos und dann wird das fahren, weil es ist noch einiges, was da noch fehlt. Also da vorne kommt natürlich noch ein kleiner Kühler. Ein kleiner Kühler ist der Kollege noch am herstellen für uns extra. Dann kommt natürlich noch irgendwo ein Tänkchen. Das Tänkchen müssen wir auch selber herstellen. Da oben irgendwo, so 1,5 Liter, mehr muss das nicht Volumen haben. Und dann kommt noch ein Kabelbaum und dahinter eine ganze Kiste voll Ware. Eine kleine Batterie muss noch rein, wegen der Zündspulen und. Dann hier haben wir noch eine Wasserpumpe. Die Wasserpumpe braucht es natürlich auch noch. Die Wasserpumpe muss dann auch noch irgendwo hin. Die muss auch hinten dran über die Achse angetrieben sein. Da haben wir noch Starter und Absteller und den Kühler und den Tank und diverses Zeug. Und das muss natürlich alles, das ist ja unsere Dummy-Kiste. Die wird natürlich nachher schon noch anders, aber das muss alles da rein. Da sieht man schon den Vergaser, das ist auch so geil. Der Motor ist so weit vorne, ich muss da vorne am Vergaser, muss ich oben sogar noch bei 5 mm kürzen. Sonst bringt mir das eigentlich nicht drauf. Mit dem geht es auch nicht. Also es ist wirklich eine brutal satte Geschichte. Da sieht man schön, wie es jetzt baucht. Das ist nur, weil ich da oben noch nicht abgeschnitten habe. Aber ja, etwa so sieht das aus. Haben wir noch sinnlos Luft? Nein, ist Quatsch. Die ist natürlich 40 in der Höhe. Das heisst, die muss hier drüber runter. Da sieht man jetzt, weil die Kiste ist natürlich nicht für das gedacht. Das war rein mal ein Grössenverhältnis gewesen. Aber wenn ihr jetzt seht, was da für ein Auspuff und alles hier muss, das ist wirklich übel. Ja, nun, wir machen weiter. Wir bleiben dran. Und wir sind wirklich alle recht guter Dinge, dass wir das anbringen. Und vor allem, wir haben alle ein bisschen den Narren gepackt an dem huren Ding. Weil es ist nicht ganz ohne. Es ist alles huren eng. Es ist doch zwischendurch mal eine gute Herausforderung dabei, gerade jetzt wieder mit dem Auspuff und so weiter. Und es haben alle huren Freude bekommen im Team. Und das finde ich das Allergeilste. Und somit würde ich eigentlich gerne abschließen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Es geht bündig weiter. Also in dem Sinne, macht's gut. Bis nächstes Mal.